Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Ich habe mir mal die SDXL Turbo Models angeschaut, die inzwischen von der Community reinpurzeln. Und zwar wollte ich mal wissen, ob wir da auch diesen massiven Vorteil der Ein-Step-Generierung haben. Das ist, Spoiler Alert, leider nicht der Fall. Aber nichtsdestotrotz sind diese Dinger auch noch super schnell und liefern auch bessere Bilder als das Base SDXL Turbo Model. Und bevor ich euch mal zeige, wie ihr diese Models finden könnt am bequemsten, möchte ich mal mit einem kleinen Announcement beginnen. Und zwar habe ich in den letzten Wochen, deswegen kamen auch keine Videos, Entschuldigung, sehr viel mit Matteo gechattet und auch telefoniert. Und wer Matteo nicht kennt, ihm gehört der YouTube-Channel Latent Vision und er ist der Entwickler des IP Adapter Plus Custom Node Packs. Das habe ich ja schon oft vorgestellt hier auf diesem Channel. Und wir haben uns entschlossen, weil Matteo ein bisschen Sorge hatte, alleine einen Discord-Channel für seine Tätigkeiten dazu eröffnen, haben wir eine Kollaboration angefangen. Und zwar ist der Latent Plays Discord der L2 Discord geworden und dient als Anlaufstelle für unsere beiden YouTube-Kanäle, also Latent Plays, wo ihr gerade zuschaut, und Latent Vision und gleichzeitig auch noch als Support Area für die IP Adapter Plus Custom Nodes. Also ich persönlich hoffe, dass wir eine gute Community da schaffen können, die ihr Wissen austauschen kann, anderen helfen, sei es jetzt Anfänger oder Fortgeschrittene, dass jeder die Möglichkeit hat, einfach in dieses Thema AI reinzukommen. Also hüpft drauf, schaut vorbei und wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Gut, jetzt zeige ich euch aber mal, wie ihr am besten an die SDXL Turbo Models kommt. Und dafür müssen wir auf civitai.com gehen, das sollte euch bekannt sein. Wenn nicht, kennt ihr es jetzt. 1A Anlaufstelle für alles mögliche, Checkpoints, LoRa's, Embeddings, whatever wir brauchen zum Erstellen der KI-Bilder. Auch Workflows für ComfyUI finden sich da, Open Poses, eigentlich alles. Wenn ihr auf der Seite seid, geht hier auf Models, hier oben links, und dann habt ihr nämlich hier auf der rechten Seite eine Filtermöglichkeit. Klickt da drauf, wählt hier einmal Checkpoint aus und hier unten könnt ihr SDXL Turbo auswählen. Und dann seht ihr alle verfügbaren Models oder Checkpoints, die auf SDXL Turbo basieren. Und wenn wir hier jetzt nochmal sortieren nach Most Downloaded, das habe ich gemacht, dann sehen wir ja schon eine recht gute Auswahl an den ganzen Checkpoints, die wir jetzt zur Verfügung haben, wobei overall gesehen ist die auch relativ begrenzt, weil das ist schon alles, was es derzeit gibt. Und nichtsdestotrotz gibt es ja gute. Ich habe mir nämlich mal das Dreamshaper angeguckt. Dreamshaper SXL, das hat eine Turbo-Variante auf der Seite, gucken wir gleich rein. Ich habe mir hier das Copax Timeless XL Turbo angeschaut und das JIPMix Turbo XL. Die habe ich mir runtergeladen und damit rumprobiert. Und das sind die drei. Die machen wirklich gute Bilder. Zumindest bessere Bilder als SDXL Turbo in der Basisvariante. Allerdings kommt das auch mit ein bisschen Performance-Einbußen einher. Wobei man da ja echt sagen muss, das ist schon Jammern auf hohem Niveau, ne? Also ich zeige euch das mal eben. Hier unten in den Beschreibungen der Models sehen wir nämlich immer, was der Ersteller hier für Settings vorschlägt. Und hier sehen wir schon 4 bis 7 Sampling Steps. Hier haben wir 1 bis 4 Steps. Und hier haben wir Number of Steps 5. Das sollte man sich zu Herzen nehmen an der Stelle. Das als Ausgangswerte verwenden und dann sich daraus an sein gewünschtes Resultat ranpirschen. Deswegen weise ich da mal drauf hin. Also wenn ihr anfangt hier die SDXL Community Turbo Models zu benutzen, dann guckt bitte in die Beschreibung und haltet euch da dran. Auch interessant ist, der Dreamshaper XL ist anscheinend ein trainierter Checkpoint.
Wobei ich jetzt nicht ganz weiß. Die ändern sich hier, das bleibt gleich. Er ist trainiert. Die anderen beiden sind Merges, also da wurden Checkpoints miteinander gemerged, vermischt. Und da zeige ich euch später im Video auch nochmal, wie ihr das selber machen könnt. Aber wir springen jetzt erstmal rein. Ich hatte auch einen Zuschauerkommentar, der darum gebeten hat, dass ich die Konnektoren mal auf linear stelle, weil das die Übersicht eventuell in den Videos hier erhöht. Ich habe euch erhört, oder dich, und werde es mal ausprobieren, mal schauen, wie das in Zukunft, vielleicht switche ich mal zwischen den Konnektorenstilen, auch je nach Gusto oder so. Ich weiß es noch nicht. Wir gucken mal. So, wir fangen jetzt aber mal an. Ich mache erstmal Load Checkpoint und als Referenz nehme ich einmal das SDXL Turbo Base Model. Das ist das hier, das habe ich in einem separaten Video vorgestellt. Die Node mache ich schon mal ein bisschen größer, weil man sonst die Checkpoints nicht wirklich lesen kann. Und wir gehen von da aus in einen Sampler Custom. Ich baue hier also nochmal das SDXL Turbo Setup zusammen, was auf der ComfyUI-Seite und auch von StabilityAI so vorgegeben wurde. So, wir verbinden jetzt einmal das Model mit Model. Und was ich eben meinte ist, der Konnektor hier, den hatte ich ja vorher auf linear. Das heißt, der ging um so Ecken. Jetzt ist er straight, beziehungsweise das hieß, glaube ich, square. Das könnt ihr hier umstellen in den Settings. Link Render Mode, ja, jetzt ist er linear. Vorher war es straight. Und da gab es Probleme, wenn ich das so mache. Oder wurde zumindest so angemerkt. Und da muss ich leider auch recht geben. Wenn ich jetzt sowas hier baue und wir sagen, wir ziehen den Sampler mal rüber und ich habe irgendwie sowas in der Art gebaut, dann hat man hier Überlappungen und man sieht nicht mehr richtig, was damit passiert. Wenn ich das jetzt aber auf linear umstelle und einmal aktualisiere, dann sieht man schon die Verbindungen wesentlich besser. Ne? Also ich habe auf den Kommentar gehört und wir machen es jetzt einfach mal. Mal gucken. Gut. So, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Negative Prompt, was ich zum Zeitpunkt meines Turbo SDXL Videos noch nicht wusste. Negative wird komplett ignoriert von Turbo SDXL, deswegen werden wir das einfach nur klein machen. Der Sampler braucht es noch zum Samplen, aber egal was wir da eingeben, es wird einfach ignoriert. Deswegen machen wir die einfach klein und nur damit er hier nicht motzt, bauen wir die ein. Als Sampler nehmen wir einen K-Sampler Select. Und hier können wir schon mal umschalten auf, ich würde sagen, SDE GPU nehmen wir. Der ist ein bisschen mehr random. Und als Sigma wurde hier die, wo ist sie? SD Turbo Scheduler Node angegeben seitens StabilityAI. Da können wir die Steps angeben. Die braucht noch unser Model, das können wir auch noch mal hier hochziehen. Dann brauchen wir ein Latent Image. Fürs Latent Image nehme ich eigentlich immer gern aus der ComfyRoll Suite die Aspect Ratio und für Turbo SDXL nehmen wir hier auch die 1.5 Aspect Ratio, weil Turbo SDXL auf 512 trainiert ist und nicht wie SDXL auf 1024. So, dann nehmen wir mal ein Porträtbild, damit es ein bisschen schön aussieht. Und hier hinten nehmen wir noch einmal einen VAE Decode und ein Preview Image. So, wir brauchen noch die VAE aus dem Checkpoint hier vorne. Und damit sollte unser Setup schon funktionieren. Ich mache einmal QPrompt, damit das Model geladen wird. Zum Thema Model. Ich hatte zum Testen für mich selber auch alle drei Models, die ich eben genannt hatte, zusätzlich zu dem SDXL Turbo Model geladen. Das funktioniert auch. Allerdings wird es sehr zäh und sehr unangenehm. Und ich habe beim Aufnehmen bemerkt, das ist schon der zweite Versuch, dass ich dieses Video aufnehme, dass ich nur ein Model noch hinzuladen kann. Also wir können das nicht alle 4 gegeneinander stellen, weil mir einfach der RAM dafür fehlt. Ich habe 32 GB RAM im Rechner und die Models, wenn sie hier im Load Checkpoint geladen werden, landen im RAM. Und wenn sie vom Sampler gebraucht werden, werden sie vom RAM in den VRAM geschoben. Ist der RAM jetzt aber voll, wird auf die Platte ausgelagert. Und wenn der RAM voll ist, das wissen wir, dann reagieren andere Programme wie OBS, womit ich meine Videos aufzeichne, auch nicht mehr so schön.
Und ja, zusätzlich dadurch, dass dann immer noch nach einem vollen RAM auch noch von der Platte geladen werden muss, wird die ganze Geschichte hier extrem zäh. Also wir können einen dazuladen, den können wir auch gerne mal switchen. Ich kann jetzt leider in diesem Video nur nicht alle 4 Models nebeneinander stellen. So, wir haben unser erstes Bild und ich kann jetzt mal sagen Acute Cat. So, wir müssen einmal in den Extra Options Auto Queue einstellen. Achso, wir müssen hier noch die CFG anpassen. Das ist übrigens etwas, was ich immer gerne mal vergesse. 1.1 gefällt mir da am besten und wir müssen den Seed auf Fix stellen. So, jetzt mache ich Queue und dadurch, dass ich hier Auto Queue angegeben habe, wird hier immer wieder was hinzugefügt. Das heißt, wir können jetzt, wie gehabt, auch im letzten Video gesehen, einfach tippen. Acute Cat in Kitchen Drinking Milk. So. Jetzt haben wir unsere Katze in der Küche, die Milch trinkt. Und jetzt können wir hier auch ganz bequem einmal die Seeds durchblättern. Das ist doch niedlich. Den lassen wir mal. Und dann machen wir weiter. Und zwar nehmen wir jetzt nochmal eine Load Checkpoint Node. Ich kopiere die. Und ich nehme jetzt an der Stelle mal eins von den heruntergeladenen Turbo Models, und zwar das Dreamshaper XL Turbo DMPP SDE Model. Und jetzt brauchen wir an der Stelle allerdings einen normalen Sampler, weil wir, Moment, ich nehme das mal raus, das muss er gerade nicht machen, das Auto Queue, weil wir natürlich die Erstellerangaben mal berücksichtigen müssen. So, ich verbinde Positive und Negative von hier oben, damit wir nur einen Prompt bedienen müssen. Wir nehmen dasselbe Latent, wie wir auch im SDXL Turbo hatten. Wir lagern aus beiden hier einmal den Seed aus. Noise Seed to Input und hier den Seed to Input, machen einen Doppelklick hier vorne drauf. Dann haben wir hier unseren Noise Seed, den können wir mit beiden verbinden. Und jetzt ist das Ganze synchron. Hier unten für den Sampler, da müssen wir jetzt mal schauen, was der Ersteller uns vorschlägt. Und zwar sagt der CFG Scale 2, 3 bis 4 for Style Stuff und 4 bis 7 Sampling Steps. Wir sollen ein DPM++ SDI Keras Setup benutzen. Das machen wir. Wir nehmen ein DPM PP SDI GPU und ein Keras. Damit sind wir auch synchron zu dem hier oben. Ne, da hatte ich auch eingestellt. SDI GPU. Die Noise bleibt auf 1. Und Steps sollen wir was zwischen 4 bis 7. Ich würde sagen, wir nehmen mal 5. Und die CFG sagt er 2. Muss ich nochmal gucken. 2 sagt er fix. Also nicht von bis, sondern 2. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Ich mache die Node hier schon mal größer, damit wir mehr Katze haben. Wir kopieren uns einmal einen VAE-Decode, nehmen die VAE von hier vorne und das war dumm. Ich wollte es so machen. Ich dachte, ich hätte schon kopiert. Wir nehmen den da rein und den wieder da rein und dann haben wir das. Um hier sauber zu bleiben, würde ich auch noch sagen, wir machen eine Auslagerung unseres Positive Prompts. Und zwar, wir nehmen das einmal raus, sagen hier, wir wollen Text to Input machen, machen einen Doppelklick hier drauf und nehmen das als unseren Prompt. Hier füge ich mal unseren alten Prompt wieder ein. So, dadurch können wir die Node hier was kleiner machen, packen die zum Negative und kopieren uns die einmal. Nehmen hieraus auch den Text, aber das Clip aus dieser Node hier, also aus diesem Checkpoint. Und das müssen wir hier nochmal einmal wieder verbinden. Also es dient einfach nur dazu, dass wir den Clip auch mal sauber darstellen können. Jetzt lassen wir das Ganze einmal laufen. Es muss natürlich das Model geladen werden und das ist dann der Zeitpunkt, wo wir beide Models im RAM haben. Das könnt ihr auch gut im Task Manager sehen. Der RAM läuft sehr schnell voll und das ist mir aufgefallen, gerade bei den SDXL Turbo Models. Da ist man sehr schnell am Limit. So, es geht los.
Und da haben wir unser Bild. Und jetzt gucken wir mal eben, ich habe AutoCue an und es funktioniert nach wie vor. Wir kriegen jetzt beide Bilder aktualisiert, aber ihr seht schon, es wird ziemlich zäh. Gut, jetzt sehen wir hier, dass das Bild auch noch nicht so ganz optimal ist. Und jetzt können wir nämlich hier anfangen, ein bisschen rumzuschrauben. Er sagte irgendwie mehr Steps fürs Styling. Machen wir mal. Ja, 6 Steps sieht ganz gut aus. Wir können die CFG noch ein bisschen anpassen. Gucken wir mal. Bis es irgendwie so zu diesem Motiv passt, was wir haben wollen. Ich nehme 1,8. Das gefällt mir schon ganz gut eigentlich als Basisbild. Und jetzt können wir halt ein bisschen vergleichen. Und wir sehen schon, also die trainierten Models geben eigentlich bessere Bilder zurück. Oder die von der Community erstellten Models wieder, wie gehabt, bessere Bilder zurück. Allerdings auf Kosten ein bisschen der Performance. Weil wir jetzt natürlich nicht mehr, wie wir es hier vorne in der Turbo Scheduler Node angegeben haben, mit einem Step mehr arbeiten, sondern mit 6 Steps. Und jetzt können wir hier einmal den Seed ändern und schauen, was für Unterschiede wir bekommen. Ne, also es bringt doch schon etwas, sich mal diese trainierten oder gemergten Modelle anzugucken, um dann zu anderen Resultaten zu kommen. Wir können jetzt auch nochmal sagen hier, Blonde woman sitting in a cafe in France, drinking coffee and having fun. Nicht gun, oh Gott, fun. Oh, böser Vertipper. Oh. Achso, er ist noch dran, okay. Mal kurz warten, bis er fertig ist. So. Ja, und hier sehen wir auch wieder die Unterschiede zwischen den Models. Ist noch nicht perfekt. Ich denke, da sich das Motiv hier ein bisschen geändert hat, sollten wir hier auch wieder anfangen zu tweaken. Aber hier ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, wie es nicht sein sollte und dass wir in die bessere Richtung gehen. Ich mache den hier nochmal aus, dann können wir nämlich hier mal bequem ein bisschen ins CFG anpassen. Jetzt geht das auch schneller, ne? Nachdem ComfyUI weiß, er muss sich nicht mehr um den oberen Pfad kümmern. Wir gucken mal, was jetzt besser wird hier. Ja, weniger CFG wird ein bisschen besser. Wenn wir den mal auf 2 stellen, könnte dann doch nochmal 7 Steps probieren. Oder 5. Na, 6 ist schon ein guter Mittelwert. Hier nehmen wir mal 1.2 oder so. Ja. Vielleicht ist der Seed auch Mist, den können wir auch nochmal anpassen. Auf jeden Fall, ne, ihr seht, was ich meine. Hier kommen schon schönere Bilder raus. Und wir können jetzt auch hier einfach auch relativ schnell Bilder erzeugen. A cute cat sitting, nicht witting, sitting in a field of flowers, summertime, trees in the background. Also das geht auch schon sehr, sehr fix. Da merkt man jetzt nicht so wirklich, ob es ein Step ist oder 6, aber die Bilder werden schon schöner. Wenn wir das gleiche jetzt nochmal mit unserem anderen Sampler laufen lassen, der Error kam gerade, weil hier nichts mehr aktiviert war, den können wir ignorieren, einfach wegklicken. So, das ist der Unterschied des Prompts mit gleichem Seed, mit Einstellungen. Und ich muss sagen, man sieht schon ganz deutlich, dass es hier besser ist. Wir nehmen den nochmal weg, ignorieren die Fehlermeldung, nehmen den nochmal rein und sagen jetzt hier, wir wollen nochmal eben ein anderes Model ausprobieren, zum Beispiel das JIP-Mix Turbo XL. Also aufpassen, das ist so ein bisschen wie der Whisky-Mixer, dass ich da nichts Falsches sage. Jetzt wird es geladen. Wie gesagt, ich finde Turbo SDXL
Von der Performance her so, also vom Generieren der Bilder top. Vom Laden und Handling in between, na, finde ich, sind die anderen doch noch einen Ticken weiter vorne. So, und hier haben wir auch wieder das Problem, es passen unsere Einstellungen nicht mehr. Wir haben das JIP-Mix genommen, was wird hier empfohlen seitens des Erstellers. 5 Steps CFG 1, DPM++ 3MSDE, DPM++ 3MSDE, 5 Steps CFG 1. Das funktioniert gar nicht. Nehmen wir mal das GPU. Auch nicht. Ja, hier kommen schon ganz komische Ergebnisse raus. Nein, das war das Falsche. Ah, sorry, das waren die Upscaler-Settings. Da muss man auch drauf achten. Wir sollen nämlich Euler A an der Stelle hier verwenden. Das können wir auch nochmal ausprobieren. Also ein Ancestral Sampler. Gucken, ob es der besser macht. Ja, vielen lieben Dank. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr auf die Seiten hier guckt und herausfindet, was rät euch der Ersteller dieser Models, um damit arbeiten zu können. Aber jetzt können wir nochmal unser anderes Motiv nehmen. Das sieht ja schon ganz gut aus eigentlich. Gucken mal eben CFG 1, was ändert sich? Ja, das ist noch ein bisschen besser, 1,2. Und jetzt sehen wir nochmal Blonde Woman riding a bicycle in a park, summertime, smiling. Ja. Zum Vergleich wechseln wir jetzt nochmal die Prompts. Die Sampler, Entschuldigung. Und auch hier sehen wir wieder der Vorteil des trainierten Models im Gegensatz zum SDXL Turbo Base. Ich denke, das ist relativ klar. Während ich mir diese Seiten da durchgeguckt habe, habe ich mich gefragt, wie kann es eigentlich dazu kommen, dass wir jetzt dann doch wieder mehr Steps brauchen und die Angaben alle so unterschiedlich sind. Und das führte mich zu der Frage, können wir eigentlich selber Turbo-Varianten von SDXL-Models erstellen? Und ja, das funktioniert. So, ich mache mal eben hier den Auto-Cue aus und wir fangen nochmal from the scratch an. So, da ist mein RAM auch wieder ein bisschen leerer. Ja, das gibt mir auch ein bisschen sichereres Gefühl beim Videoaufnehmen. Ich hoffe sowieso, ist nichts schief gelaufen. Gut, wir machen jetzt mal ein kleines Setup und zwar fangen wir mit einem Checkpoint-Loader wieder an. Und wir laden an der Stelle wieder das SDXL Turbo. So. Dann nehmen wir einen zweiten Checkpoint Loader und lassen den erstmal wie er ist und nehmen jetzt nämlich eine Model Merge Simple Node und verbinden die beiden Models miteinander. Und hier können wir schon mal einen Wert von 0,5 einstellen. Das bedeutet, jeweils die Hälfte der beiden Models wird miteinander vermischt. Und das ist eigentlich die Technik auch, die beschreibt, wenn hier steht Checkpoint Merge. Das heißt, aus mehreren Models wurde ein neues generiert und mit verschiedenen Stärken, Schwächen der ein oder anderen Models dann verknüpft. Von hier aus gehen wir in einen K-Sampler rein, weil wir gleich sowieso auch wieder in die Anpassungsmöglichkeiten gehen müssen, nehmen wir direkt einen K-Sampler. Wir nehmen wie gehabt ein Positive Prompt, wie gehabt einen Negative Prompt. Den ignorieren wir aber und ich nehme einfach mal den Clip jetzt aus dem Turbo-Model. Ich weiß nicht, welche Clip-Varianten wo verwendet wurden, aber unser Ziel ist es ja jetzt hier ein Turbo-Model zu erstellen und deswegen nehmen wir das. Latent Image, wie gehabt, nehme ich auch mal wieder die Comfrey Roll. Aspect Ratios stellen die auf 3:4 Portrait, nehmen das Latent Image und hier hinten wie gehabt, um uns das Ganze mal anzuschauen, einen VAE Decode. Dann nehme ich die VAE von hier unten einfach. So,
Preview Image. Das können wir schon mal ein bisschen größer machen. So. Na, es wird nicht ganz 3:4 sein, vielleicht so in etwa. Gut. Jetzt gehen wir mal wieder hin und sagen Acute Cat. Und lassen das Ganze mal laufen. Und gucken, was passiert. Okay, das Ganze läuft. Wunderbar. Gehen wir jetzt hier vorne hin, weil wir haben ja jetzt hier oben unser SDXL Turbo Model geladen und hier unten laden wir ein anderes SDXL Model. Und ich würde einfach mal sagen, wir nehmen Juggernaut und gehen dann jetzt mal langsam rein. Unser Ziel an der Stelle ist es ja, mit möglichst wenigen Steps ein Bild zu generieren. Und deswegen drehen wir das alles hier auch nochmal wieder runter. Wir nehmen Steps 1, CFG 1 und nehmen direkt auch einen anderen Sampler. Da halten wir uns ein bisschen an die Vorgaben der anderen Creators und gucken mal, was jetzt passiert. Muss dann natürlich noch das Juggernaut laden hier. Die SDXL-Models sind aber irgendwie weniger ressourcenintensiv als das Turbo-Model, ist mein Empfinden. Ich habe mir nur ein bisschen die Task Manager-Leistungen angeguckt. Das war schon böse mit 4 Models, zumindest 4 Turbo SDXL-Models. So, wir haben ein Bild bekommen. Das sollte jetzt auch schon schnell gehen. Und jetzt können wir mal gucken. Wenn wir dieses Setting jetzt mit dem Turbo-Model machen, das heißt, wir drehen das mal auf 1, weil dann nimmt er 100% von Input 1, das ist unser Turbo-Model. Dann kriegen wir das Bild raus. Na, da sieht man schon, dass das Turbo-Model mit nur einem Step generiert. Jetzt können wir aber anfangen, langsam unser anderes Model mit reinzumischen. Und da geht es dann so ein bisschen los, dass wir ein bisschen tweaken müssen, aber wir nähern uns immer mehr und mehr unserem Ergebnis. Und wenn wir mit 0,5 reingehen, haben wir wieder 50% Mischung des Models. Und je nachdem, wie stark unser Model hier werden soll, ab da fangen wir nämlich an, dann hier mit diesen Einstellungen zu tweaken. Ich mache mal ein Auto-Cue an, sage Cue Prompt. Und jetzt können wir nämlich hier bequem tweaken und wir gucken mal, was bei rumkommt. Wir sehen schon, je mehr Steps wir wieder drauf geben, umso besser wird das Bild. Jetzt können wir auch noch mal gucken hier, ob sich hier irgendwas tut. Brauchen wir sogar einen Step mehr. Ich bezweifle es vielleicht. Gehen wir mal einfach mit 6 Steps rein. Gucken mal, was passiert, wenn wir die CFG auf 1,5 hochdrehen, ob es dann besser wird. Na, nee, niedrigerer CFG ist gut. Vielleicht 1,2 oder so. Jetzt können wir nochmal anfangen, vielleicht ein bisschen weniger vom Juggernaut reinzumischen. Dafür müssen wir den Wert hier ein bisschen hochdrehen. Gucken wir mal, bis alle Änderungen durchgelaufen sind. Na, vorher war es besser, vielleicht weniger Juggernaut. Und so können wir uns dann so ein bisschen ranpirschen, beziehungsweise weniger Turbo SDXL, sorry. So können wir uns dann ranpirschen und gucken, dass wir unser gewünschtes Resultat kriegen. Oh, putzig. Auf jeden Fall, das ist dann so das, wovon ich denke, dass diese Empfehlungswerte am Ende rauskommen. Je nachdem, wie die gemerged wurden. Ne? Man nimmt das Turbo SDXL Model, man nimmt ein SDXL Model, welches man haben möchte, mischt die zusammen und fängt dann an, hier so ein bisschen zu tweaken. Wir können auch nochmal die Sampler durchgucken. Na, der ist schlechter. Wir nehmen mal den 2MSDE. Geht auch. SDE GPU. Ist auch okay. Lassen wir den mal. Was man an der Stelle auch noch versuchen kann, ist, wenn wir unter Loaders ein Load VAE nehmen und das hier in das Decoding reinhängen. Es gibt eine SDXL VAE. Die laden wir mal rein. Es kann aber auch sein, dass die im Juggernaut schon eingebacken ist, also baked, so nennt man das. Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf.
Aber wir können es auch so machen. Es schadet auf jeden Fall an der Stelle nicht. Und wenn ihr das Ganze jetzt so haben wollt, wie es jetzt hier ist, dann gehen wir einmal hin. Ich mache mal Auto-Cue aus derweil. Habe ich die jetzt nicht mehr erwischt? Ne, Fokus war woanders. Wir schalten die einmal aus und gehen dann von hier hinten. Add Node. Advanced. Model Merging. Checkpoint Save. Und hier können wir unseren Checkpoint reinziehen. Hier können wir unseren Clip reinziehen. Und wenn wir nicht sicher sind wegen der VAE, nehmen wir die einfach mit und klatschen die auch hier rein. Und nennen das Ganze jetzt Turbo Tut, ne? Weil wir ja ein Tutorial machen gerade, nennen wir das Turbo Tut. So, das Ganze lassen wir einmal laufen. Dann rödelt diese Checkpoint Save Node vor sich hin. Jetzt ist sie fertig. Und ich zeige euch jetzt mal eben, wo ihr die findet. Nämlich, wenn ihr in eurem ComfyUI Folder guckt, ComfyUI Output ist ein Ordner mit dem Namen Checkpoints. Und wenn man da reinguckt, dann haben wir jetzt hier die TurboTut 00001 Save Tensors. Die schneiden wir aus, gehen in den ComfyUI Folder, gehen bei Models rein, gehen bei Checkpoints rein und klatschen die uns irgendwo hin. Ich habe hier noch ein bisschen sortiert, aber jetzt klatsche ich die einfach in den Models Checkpoints Folder. Und das war es eigentlich schon. Was wir jetzt nämlich an der Stelle machen können, ist, wir brauchen die Checkpoint Save Node nicht mehr, wir brauchen die Model Merge Node nicht mehr, wir brauchen die VAE Node nicht mehr. Wir können das Ganze hier wieder aktivieren, Steuerung M. Wir löschen diese Checkpoint Loader Node raus und wir machen einmal hier Refresh. Und jetzt sollten wir in der Lage sein, unsere TurboTut 00001 Save Tensors zu laden hier. Wir müssen hier nochmal die VAE verbinden zum VAE Decode. Und da wir jetzt nichts geändert haben, lassen wir das Ganze einmal laufen. Jetzt muss er natürlich unser jüngst erstelltes Model in den Speicher laden. Das hat er jetzt gemacht. Und wir haben unser süßes kleines Katzenbild wieder. Und jetzt können wir auch mal hier hingehen und sagen Auto-Cue. Wir sagen einmal Q-Prompt. Es tut sich natürlich nichts, weil an den Werten nichts geändert wurde. Aber wir können jetzt mal sagen Soldier Holding Gun. Oder a woman sitting in a cafe in France. Smiling. Man sollte es natürlich richtig schreiben, aber auch das Model ist so schnell, dass es Rechtschreibfehler sehr schnell verzeiht. Und wir haben aber trotzdem noch weiterhin die Möglichkeit, hier mal unsere CFGs und so anzupassen. Oder die Steps. Jetzt habe ich weiß, ich habe es gerade verdreht. Da muss man sicherlich ein bisschen mehr Zeit investieren, als wir es jetzt gerade gemacht haben hier in diesem Video. Aber ich denke, ihr habt den Grundgedanken erfasst. Also ihr nehmt das SDXL Turbo Model, mergt es mit der Model Merge Node mit einem anderen zusammen zu gewissen Anteilen, könnt währenddessen hier ein bisschen rumspielen, ob das so passt oder nicht, und euch dann nach und nach einfach eigene Models zusammen mergen, die sehr schnell in der Lage sind, Bilder zu generieren. Dog. Barking Dog. Ja. Und hier ist eigentlich auch, ne, da kommt es natürlich auch immer auf die Stärken an, die das Model, welches ihr reingemischt habt, sowieso mitgebracht hatte. Aber der Hund ist mit unseren Einstellungen doch auch schon wieder ziemlich gut geworden. Running on a street. Ja, ich denke, damit kann man als Base-Bilder ganz gut arbeiten. Jetzt noch einen abschließenden Tipp. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die Performance nutzen wollt,
die Geschwindigkeit, die Performance, um mehrere Bilder gleichzeitig zu machen. Möchte ich euch einfach mal mitgeben. Und ihr baut einen Upscaling-Prozess. Also jetzt hier an der Stelle haben wir ein Batch von 4. Das habe ich einfach hier unten in der Batch-Size erhöht. Wir haben ein Batch von 4 und das heißt, wir kriegen jetzt mit jeder Generierung direkt 4 Outputs. Schwupp. Wie gesagt, an der Geschwindigkeit kann man sich eigentlich nicht hier irgendwie, kann man sich nicht drüber beschweren oder sonst was. Räumen hier mal wieder ein bisschen auf. Und ihr baut hier hinten einen Upscaler rein. NN Latent Upscale zum Beispiel. Und wir sagen jetzt, wir möchten das Ganze doppelt so groß haben. Und von hier aus geht es dann nochmal in einen Case-Sampler rein. Das nehmen wir mal so. Wir nehmen das Model ist eigentlich euch überlassen. Wir könnten hier nochmal einen Checkpoint-Loader hinzufügen und sagen, wir nehmen hier mal das richtige Juggernaut dann an der Stelle. So, ziehen das alles hier rein. Wir nehmen allerdings die Conditions von hier hinten, also von hier vorne. Ich mache diesen Fehler immer wieder, ne? Es ist so bequem einfach zu droppen. Wir nehmen Latent Image von da vorne rüber und sagen hier die Noise 0,5. Sollten dann hier aber auch die Steps wieder anpassen. Das ist halt ein normales Upscaling, wie wir es kennen. Aber wir können das ja nicht die ganze Zeit laufen lassen, während wir unsere Prompts eingeben. Und hier ist dann eine gute Möglichkeit, sowas zu sagen wie, in dem Moment würden wir ja alle 4 hochskalieren. Es gibt aber eine Node, die nennt sich, jetzt musste ich gerade selber nochmal gucken, Entschuldigung, die nennt sich Select Latent from Batch. Die stammt aus der Quality of Life Suite. Die ist auch unten verlinkt. Und mit der können wir jetzt zum Beispiel sagen, wir schicken unser Latent aus unserem Sampler erst hier rein, danach in unseren Upscaling-Prozess. Ich habe jetzt hier eine NN Latent Upscale genommen. Und dann können wir mal schauen. Wir machen den ganzen Path hier jetzt mal eben stumm, also Steuerung M, Mute, und lassen nochmal hier vorne ein Bild generieren. Beziehungsweise 4 Bilder gleichzeitig. Und wenn wir jetzt sagen, dass das hier unten rechts, das gefällt mir, dann gehen wir hin, machen uns das Ding hier an, sagen hier natürlich auch nochmal, damit wir was sehen, ein VAE-Decode und ein Preview-Image. Ziehen wir auch größer. So. Und wir wollen jetzt unser Bild hier unten hochskalieren. Jetzt können wir hier oben sagen, bei der Select Latent from Batch, das ist Bild 0, 1, 2, 3. Also stellen wir den hier auf 3. Wir jagen das Ganze nochmal in den Queue rein. Natürlich haben wir jetzt an der Stelle hier ein normales Upscaling, nicht mehr das Turbo-Model, sondern ein normales Upscaling. Deswegen dauert das wieder seine 20 Steps. Aber wir sehen, dass wir jetzt hier, beziehungsweise das war noch vorher, weil ich hier Auto-Queue anhatte. Ich mache das mal aus. Wir sehen, dass wir jetzt unser Bild hier einmal hochskaliert haben auf eine ordentliche Größe. Also wir können die Geschwindigkeit hier vorne nutzen, um uns Bilder generieren zu lassen. Und wenn wir dann zufrieden mit den Bildern sind, können wir die in einen normalen Upscaling-Prozess jagen. Wir können das Ganze auch noch ein bisschen erweitern, weil es gibt nämlich neben dieser Select Latent from Batch Node gibt es noch eine andere. Und die heißt, nee, die finde ich besser, wenn ich hier reingucke. Die ist nämlich unter Latent, der Latent Selector. Damit können wir mehrere auswählen. Das heißt, wir hängen die jetzt einmal um hier. So. Und wir sagen, wir möchten aus diesem Set von Bildern Bild 1 und 4 haben. Das heißt, wir müssen hier eingeben 0,3. Wir lassen das Ganze mal laufen. Und jetzt haben wir hier nämlich, wir sehen jetzt nur das Bild,
aber wir können das mal schließen und wir sehen, wir haben einmal das hier und einmal das. Ah, okay. Fehler meinerseits. Wir probieren es nochmal. Entschuldigung. Wir nehmen jetzt mal 1,4. Und jetzt stimmt es nämlich wieder. Wir haben jetzt einmal das Bild gekriegt und einmal das. Da muss man aufpassen. Diese Node hier ist nicht nullbasiert. Das heißt, er nimmt wirklich 1, 2, 3, 4, während diese Node hier 0, 1, 2, 3 rechnet. War mir jetzt noch nicht so bewusst. Habe ich wieder was gelernt. Sehr gut. Und wenn wir jetzt hier vorne neue Bilder haben wollen, ich nehme die mal weg, dann brauchen wir eigentlich nur noch diese hier zu muten und wir können hier mal einen neuen Seed laufen lassen. Jetzt habe ich natürlich kein Auto-Cue. Ist egal, ich drücke es mal von Hand. Das heißt, wir wollen einen neuen Batch an Bildern generiert haben hier an der Stelle, oder wir sagen mal jetzt a cat running on the street. Wir kriegen super schnell 4 Bilder generiert und hier wollen wir jetzt mal 2 und 3 vergrößert haben. Das heißt, wir machen diese Node wieder an, geben hier 2,3 ein, lassen das Ganze nochmal laufen. Und auch wenn das gerade langsam wirkt, hier, da muss man sich klar sein, es werden gerade gleichzeitig 2 Bilder hochskaliert. Ja, deswegen, das geht schon. Vor allem, wenn man bedenkt, die machen wir jetzt als Preview, als Base Image Generation und danach können wir selektieren und die in den Sampler stecken. So, wir hatten jetzt 2 und 3. Wir haben jetzt dieses Bild hier, Nummer 2 und Nummer 3, nochmal in größeren Varianten bekommen. Können wir auch hier unten umswitchen. Und ja, die sind wirklich groß geworden. Also, ne, ist kein schöner Upscaling-Prozess jetzt hier hinten. Ist relativ simpel gehalten. Aber im Prinzip wollte ich euch nur zeigen, dass ihr die Geschwindigkeit der Turbo-Models dann auch nochmal nutzen könnt, mehrere Base-Bilder zu erstellen und dann die gewünschten Resultate entweder einzeln mit der Selector Node, die ich euch eben gezeigt habe, oder mit der ComfUI Image Selector Node in euren Upscaling-Prozess reinzuschicken. Und finden tut ihr diese Node, das zeige ich euch auch noch eben schnell, wenn ihr im ComfUI Manager unter Selector sucht, dann ist das hier diese ComfUI Image Selector Node Collection. Die kommt mit nicht sehr vielen, aber dafür mit nützlichen Nodes einher. Und zwar gibt es einmal Image Selector, Image Duplicator und Latent Selector und Latent Duplicator. Also ihr könnt aus einem mehrere machen oder aus einem Batch von Images oder Latents euch das Gewünschte rausziehen. Und damit ihr nicht ganz verloren seid, steht hier auch noch immer mit dabei, wo ihr diese Nodes finden könnt. Nämlich einmal im Image Folder von ComfUI und einmal im Latent Folder von ComfUI. Gut, ja. Ich fand es sehr interessant, dass es jetzt diese Community Models gibt, dass wir sie verwenden können. Auch interessant zu wissen, dass sie nicht ganz die Stärken beinhalten, die SDXL Turbo mit sich bringt. Dafür aber wesentlich bessere Bilder generieren können, mit ein bisschen Performance-Verlust. Ja, wir müssen vielleicht von einem Step auf 5 oder so hochgehen. Nichtsdestotrotz ist es noch sehr, sehr gut und sehr performant. Ich habe euch gezeigt, wie ihr selber eins machen könnt, wie ihr das dann speichert und verwenden könnt und das auch nutzen könnt, um mehrere Bilder immer gleichzeitig generieren zu lassen und die dann recht bequem in einen Upscaling-Prozess eurer Wahl am Ende reinzuschicken. Gut, das war jetzt leider wieder ein langes Video, aber ich hoffe, ja, ich konnte was vermitteln. Wünsche euch viel Spaß beim selber basteln und rumprobieren und experimentieren und versuchen der Community Models, die es gibt, oder beim Erstellen eurer eigenen Models mit der Turbo-Variante. Da ist wieder vieles möglich. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dahin und tschüss!